Mit meinem Vorsatz für das kommende Jahr könnte ich mir vielleicht ein bisschen zu viel zugemutet haben, was das mit Warhammer The Old World und auch Kings of War zu tun hat. Zu teilen werden wir uns gleich anschauen. Zuerst einmal Servus zurück oder Servus, falls du neu hier bist. Zuerst aber mal, da Videos meistens so nach 2-3 Minuten im Durchschnitt beendet werden, laut Statistiken, möchte ich euch nur sagen, ich hoffe, ihr hattet alle schöne Feiertage und ich wünsche euch schon mal vorab einen guten Rutsch ins kommende Jahr, denn das wird das letzte Video sein, das 2024 erscheinen wird. Und damit kommen wir auch gleich zum Thema. Und zwar, ich habe ja im letzten Video gesagt, dass es ein paar Sachen gibt, auf die ich mich jetzt konzentrieren möchte oder schauen möchte. Eines war dabei eben Kings of War bzw. das Thema Northern Alliance, diese mal fertig zu bekommen. Und da habe ich mir ein paar ganz interessante Sachen vorgenommen, über die ich jetzt sprechen möchte. Im letzten Video hatte ich es ja, meine Northern Alliance fertig zu machen, mit den paar Modellen, die noch notwendig sind für 2000 Punkte. Und dann habe ich ja überlegt, eventuell das auf 2300 Punkte zu erweitern oder eben Kings of War vielleicht erstmal auch sein zu lassen und mich eher in die Wüste zu begeben mit entweder Flames of War Italienern oder eben hier Team Yankee, wo ich mir die aktuelle neuere Desert Storm Starterbox geholt hatte von den Amerikanern. Diese ganze Thematik wird zwar grundsätzlich noch bleiben, aber hat sich ein bisschen verändert und vor allem es gibt jetzt eine Entscheidung. Und zwar, was möchte ich machen? Auf alle Fälle, da ich es schon angeteasert habe am Anfang des Videos, es wird Kings of War sein, heißt also Northern Alliance, aber nicht nur das. Der Grund dafür ist folgender: Ich habe, beziehungsweise es wird im Juli 2025 hier bei uns in Österreich ein Turnier geben und ein Zweitages-Event, wenn ich das richtig jetzt gesehen habe, also quasi Samstag Turnier und dann der Sonntag gemütliches Spielen, und ich hatte dafür eigentlich keine Zeit eingeplant, beziehungsweise keine Zeit zum aktuellen Zeitpunkt, die ich hier irgendwie frei hätte schaufeln können, weil ich mit meiner Weiterbildung eben viel zu tun habe. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass ich doch vielleicht schon ein bisschen weiter bin, und deswegen habe ich mich jetzt gestern zu diesem Turnier nun doch angemeldet, und zwar mit der Northern Alliance. Wieso das? Erstens mal, um mich selbst zu motivieren, weil das ein Ziel dann für mich ist, bis zum Juli fertig zu bekommen. Und mein erster Plan war hier eben die 2300 Punkte für das Turnier fertig zu machen. Da habe ich genug Zeit, eben wie wir im letzten Video gesehen haben, 3 Modelle von einem Regiment Huskarls, die aber eigentlich schon fertig sind, also beziehungsweise die Einheit ist schon fertig. Das sind nur noch 3 Zusatzmodelle und dann noch der Ice Giant, und ich wäre dort schon mal fertig und das Ganze dann eben erweitern auf 2300 Punkte. Jetzt habe ich aber gesehen bei der Anmeldung gestern, das Turnier ist 1995 Punkte. Das heißt eben, ich bin mit meiner Armeeliste quasi schon fertig. Da ich jetzt aber mich in der letzten Zeit weniger mit Kings of War befasst habe, ist es halt natürlich auch so, dass ich das aktuelle 2025er Clash of Kings Buch nicht habe und auch es schon ein Weilchen her ist, dass ich meine Armeeliste geschrieben habe. Und da wird es jetzt zuerst mal darum gehen, zum einen eben die Bemalung jetzt weiterzumachen. Wie ich im letzten Video auch gesagt habe, ich weiß da noch nicht, und es ist ja nur mehr der Ice Giant eigentlich zu bemalen, um jetzt hier fertig zu werden, wie ich den angehen soll, bemaltechnisch. Ich habe schon ein paar Tipps bekommen, beziehungsweise auch im letzten Video, glaube ich, war da hier schon ein Tipp dabei, werde ich mir anschauen. So etwas Ähnliches hatte ich auch schon im Kopf gehabt, aber im Großen und Ganzen weiß ich es auch noch nicht so richtig, wie ich es angehen soll, den Ice Giant eben zu bemalen. Bin ich gerne dankbar für jegliche Tipps, die ihr dazu habt. Ihr könnt euch da auch gern das Video von letzter Woche anschauen, da habe ich auch drüber geredet, was ich so nicht ganz machen möchte und wieso. Aber das heißt eben auch, ich bin hier mit der Liste quasi schon fertig. Es geht jetzt darum, einerseits, und es wird ein bisschen davon abhängig sein, wie das Ganze jetzt weiterlaufen wird, denn ich habe mich jetzt mal vorangemeldet für das Turnier, werde auf Basis dessen eben jetzt weitermachen. Heißt, schauen, dass ich in diesem halben Jahr oder 7 Monaten die Armee fertig bekomme, aber auch erstmal eine neue Armeeliste zusammenstelle. Der Gedanke dabei ist aber auch ganz klar, das Turnier soll Spaß machen, just for fun.
Daher, ich werde das, was ihr im letzten Video auch schon gesehen habt, an Figuren, an Einheiten quasi grundsätzlich mal verwenden. Aber jetzt mal als erstes auch hergehen und schauen, wie viele Punkte sind das überhaupt. Denn ich habe es ja schon gesagt, das ist eine 2000-Punkte-Liste, aber ausgehend von eben aktuellen Punktewerten von vor wahrscheinlich 2 Jahren, weil sowohl das aktuelle Clash of Kings Buch ist hier nicht eingeflossen, als auch das von 2024, denn die Armeeliste selbst ist schon davor entstanden. Vielleicht hier und da kleine Änderungen, aber da muss man sich halt das Ganze mal anschauen, weil vielleicht komme ich ja mit dem, was ich hier jetzt stehen hätte, nicht auf so wie damals die genau 2000 Punkte, was ja ohnehin zu viel wäre für das Turnier um 5 Punkte, sondern es könnte auch sein, dass das 2020 Punkte, 2030 Punkte sind, was ohnehin wiederum zu viel wäre fürs Turnier. Also das ist einmal der erste Punkt, zu schauen, eine Armeeliste zusammenstellen, und das werde ich sehr wahrscheinlich auch hier in einem Video machen, beziehungsweise auch ein Video dazu veröffentlichen, wo wir uns ein bisschen so durchschauen, was habe ich aktuell für Modelle, was ist aktuell an Einheiten bemalt und was würde das für eine Armeeliste aktuell ergeben, und dann einfach mal schauen, wo wir dorthin kommen und ob wir dann eventuell auch was ändern müssen. Ich werde da natürlich auch ein bisschen mir die Gedanken machen zu den Szenarien, jetzt nicht zum Turnier selbst. Das ist mir hier gar nicht so wichtig, weil, wie gesagt, just for fun, und es ist ja auch, glaube ich, noch gar nichts veröffentlicht, was eben Szenarien auf dem Turnier betrifft. Aber ich möchte halt einfach für mich selbst jetzt ein bisschen wieder reinkommen in dieses Thema Kings of War, das Ganze anschauen und im Zuge dessen auch schauen, okay, welche Szenarien gibt es aktuell im Regelbuch beziehungsweise auch in den Clash of Kings Büchern, und wie können oder wie kann ich mit meiner Armee, mit meiner Armeeliste, die ich dann mal im ersten Ansatz habe, diese Szenarien spielen. Das ist so, das möchte ich auch so ein bisschen mir anschauen, um da auch was Vernünftiges aufs Spielfeld zu bringen. Denn ja, ich habe müsste jetzt auch schon gut 2,5 Jahre her sein, 2 Jahre, wo ich das letzte Mal wirklich einen ganzen Tag mit Kings of War spieltechnisch auch verbracht habe. Und die Spiele sind ganz gut gelaufen für mich. Aber es hat sich halt seitdem auch einiges verändert. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich alle Einheiten so weiter behalten möchte, da das ja alles ältere Modelle der Nothing Alliance sind. Es sind ja mittlerweile neue Sachen gekommen, wie zum Beispiel eben die Rabenreiter, die ich nicht habe und so etwas. Und so fliegende Einheiten sind aber durchaus etwas Sinnvolles. Und da überlege ich zum Beispiel, irgendetwas rauszugeben und dafür diese mit reinzunehmen. Zum Beispiel eben die Tundra-Wölfe. Da habe ich ein ganzes Regiment, das ich persönlich sehr gut bisher einsetzen konnte in den paar Spielen, die ich gemacht habe. Ich weiß aber auch von anderen, dass hier sehr viele anscheinend ein Problem haben, diese Einheit zu verwenden, einzusetzen. Vielleicht hatte ich dort nur Glück in den ersten paar Spielen, ist durchaus möglich, ich weiß es nicht. Und daher bin ich hier schon ein bisschen am Überlegen, soll ich die Tundra-Wölfe jetzt erstmal drinnen lassen, weil ich sie eben recht gut spielen konnte in diesen paar Spielen, oder nehme ich die vielleicht raus, um dafür dann eben die Rabenreiter als fliegende Einheit mit reinzunehmen und dann eben auch die Möglichkeit zu haben, hier auch über den Gegner drüber zu fliegen und dann eben auch hier vielleicht im Rücken des Gegners Sachen anzustellen und ihn vielleicht ein bisschen bei den Spielen eben in Bedrängnis zu bringen, wenn ich da hier im Rücken bin. Weil sonst habe ich eigentlich keine Einheiten, die das wirklich können. Meine Kavallerie oder generell die Kavallerie bei Nothing Alliance ist vergleichsweise langsam, also da wird man nicht am Gegner vorbeikommen. Dafür können sie halt etwas stärker zuschlagen. Aber ansonsten habe ich nichts, und fliegendes Einheiten in der Hinsicht habe ich sowieso aktuell überhaupt nicht in der Liste, soweit ich mich eben erinnern kann. Und dementsprechend heißt das jetzt aber auch, für die Teilnahme am Turnier sind hier eben ein paar Voraussetzungen wichtig. Zum einen natürlich, wie gesagt, das aktuelle 2025er Clash of Kings Buch habe ich noch gar nicht. Da können Sie mir gerne auch in die Kommentare schreiben, wie das mit der Companion App ausschaut, ob man dort Zugriff auf alles hat. Denn da ich auch in letzter Zeit nicht wirklich gespielt habe, habe ich hier kein Abo abgeschlossen. Hätte ich hier schon komplett Zugriff auf die Regeln, ohne mir das Buch kaufen zu müssen, dann wäre das natürlich eine Option. Aber aktuell scheint es auch nirgendwo im deutschsprachigen Raum verfügbar zu sein in gedruckter Variante. Falls es jemand irgendwo sieht, könnt ihr mir das gerne schreiben. Aber wo ich so bei den Shops gesehen habe, habe ich es leider nirgendwo vorrätig gefunden. Und als digitale Variante wollte ich es mir jetzt auch nicht kaufen, weil ich glaube, umgerechnet sind das auch 25 Euro für das, dass man nur ein PDF bekommt. Da kaufe ich mir doch für den annähernd gleichen Preis doch lieber
die gedruckte Variante, die ich mir schön ins Regal stellen kann. Und dementsprechend möchte ich natürlich auch in Verbindung mit Kings of War hier versuchen, auch etwas mehr zu spielen. Auch unter dem Aspekt, dass ich nicht unbedingt auf das Turnier fahren möchte, um dort 3 Spiele zu machen und eigentlich keine Ahnung mehr zu haben, wie die Armee funktioniert, wie das Spiel funktioniert, weil ich einfach alles nur mehr in den nächsten Monaten vielleicht lese, ja, aber eben nicht zum Spielen komme. Daher soll das Ganze auch hier ein bisschen reinfließen, dass ich hier ganz einfach öfter zum Spielen komme. Und da bin ich eben dann auch schon sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Monaten zeitlich ausgehen wird, denn auf alle Fälle, es sollte machbar sein. Im Notfall, auch wenn ich diese 3 Modelle weglasse für die Huskarls, wie auch immer die jetzt heißen, da hat sich auch der Name geändert, dann bleibt eigentlich nur mehr der Ice Giant übrig zu bemalen, aber das ist natürlich ein etwas größeres Projekt, vor allem das soll auch einigermaßen gut aussehen am Ende, weil das doch ein recht großes Modell ist. Und was ich auch noch versuchen möchte in diesem Zusammenhang, ist das Thema, das Ganze ein bisschen auch mit zu dokumentieren. Einerseits sowohl hier, was jetzt den ganzen Armeelistenaufbau betrifft, was den aktuellen Stand der Armee betrifft und dann auch die weitere Bemalung des Ice Giants bzw. auch andere Einheiten, die vielleicht noch dazukommen. Wie gesagt, sollte sich zeitlich in 7 Monaten eigentlich alles ausgehen. Aber ich möchte eben auch schauen, ob ich nicht vielleicht ein Setup hinbekomme, dass ich dann auf dem Turnier einfach eine Kamera mitlaufen lasse, vielleicht so was in Richtung GoPro, weil da habe ich was hier. Ich müsste nur schauen, wie das Bild dann wirklich ausschaut, ob das funktioniert, ob man so einen Spieltisch dann vernünftig filmen kann und eben auch, ob dort Ton vernünftig dabei ist, aufgenommen wird oder eben nicht, oder ob ich das eventuell dann noch nachvertonen müsste. Aber das wäre so vielleicht mein Plan, hier in diesen kommenden 7 Monaten vielleicht 1, 2 Spiele mindestens mal hinzubekommen, diese aufzunehmen, beziehungsweise Spiele hinzubekommen, die ich eben auch aufnehmen kann mit dieser Kamera, um dann eben auch zu schauen, ob man auf diese Art und Weise vielleicht auch den einen oder anderen Spielbericht hinbekommen kann. Weil das würde natürlich bedeuten, diese 1, 2 Testspiele in den nächsten paar Monaten, wenn es vielleicht sogar mehr werden und man lässt die Kamera einfach nebenbei mitlaufen und schneidet das Ganze dann eben noch extra mit extra Vertonung, dann kann man das Ganze auch ein bisschen zusammenkürzen und so könnte ja sein, dass hier in den nächsten Monaten 1, 2, 3, vielleicht auch mehr Battle Reports zu Kings of War kommen und dann eben auch noch die 3 Battle Reports vom Turnier selbst ab Juli dann und vielleicht eben von dort vom 2. Spieltag auch noch weitere Sachen. Das würde ich gerne machen, muss ich mir aber erst anschauen, ob das Ganze funktioniert oder eben nicht. Wie gesagt, ob ich da die richtige Kamera habe. Denn ansonsten wird es recht schwierig. Mit dem sonstigen Setup ist das aktuell leider nicht möglich. Aber mal schauen, was daraus wird. Und von dort aus jetzt nochmal weiter zum Thema, was ich schon zu Anfang des Videos angesprochen habe, eben die Old World. Was hat das Ganze jetzt damit zu tun? Ganz einfach, ich habe für mich in der letzten Zeit jetzt auch über Weihnachten und davor ein bisschen so den Einstieg gefunden in The Old World, jetzt nicht, indem ich es angefangen habe. Ich habe mir überhaupt gar nichts davon gekauft, aber ich war einfach einmal ein bisschen interessiert, weil so ein paar Sachen bekommt man ja doch mit. Und obwohl ich Kings of War interessant und sehr gut finde, mir persönlich sehr gut gefällt als Spielsystem, ist es doch so, dass man da ein bisschen immer überlegt, okay, braucht man dann noch ein anderes Rank-and-File-System eigentlich nicht oder was interessiert einen? Und so wie es eben bei mir ist, ihr wisst es ja, ich bin ein Hobby-Schmetterling und ich habe immer gern verschiedene Systeme. Und jetzt bei The Old World habe ich es einfach ein bisschen so mitbekommen, das eine oder andere, was Regeln angeht. Und im ersten Moment ist es mir hier etwas zu schwerfällig vorgekommen, vom Spielablauf her, auch von der ganzen Regelwüste, weil man überall alles wieder verteilt ist, was ich nicht wirklich gut finde. Aber was mir sehr gut gefallen hat, ist eben dieses Konstrukt, das dann doch wieder auch im Nahkampf, so wie es eben früher war, bei Warhammer Fantasy schon die ganze Zeit, und was wir eben bei Kings of War nicht haben, da man nur als aktiver Spieler würfelt, dass eben zum Beispiel im Nahkampf beide Seiten auch kämpfen, was für mich immer eine sehr interessante Dynamik war in Warhammer Fantasy und dort aber auch mit diesem
mit diesen aktuellen Rückzugsregeln, oder ich weiß jetzt nicht, wie die Regeln genau heißen, aber es gibt eben diese Möglichkeit, dass man sich irgendwie, wenn man den Nahkampf auch verliert, dann geordnet zurückzieht und dann kann der Gegner noch wieder nachlaufen und man hat dann auch verschiedene anscheinend Reaktionen, die man da machen könnte. Und so etwas Reaktives ist etwas, das mir durch Infinity auch zum Beispiel immer schon sehr gut gefallen hat. Und daher überlege ich mir hier jetzt da eben zusätzlich dazu und deswegen auch einstiegs das Thema, dass ich mir hier vielleicht ein bisschen zu viel vornehme mit den ganzen anderen Sachen außerhalb des Hobbys, die im kommenden Jahr noch anstehen. Aber ich möchte hier vielleicht meine alten Gruftkönige wieder entstauben und damit einerseits für den Fall, dass ich hier bei der Old World zumindest mal in die Richtung gehe, mir das Regelbuch zu kaufen und auch dieses Buch mit der Armeeliste dazu, dass ich hier dann so ein Doppelprojekt quasi starte. Einerseits wieder die Gruftkönige für Warhammer The Old World aufzubauen, mal fertigzustellen als komplette bemalte Armee und das Ganze dann aber zu kombinieren mit einem Armeeaufbau quasi für Empire of Dust in Kings of War. Das ist so mein Gedanke. Und wieso? Weil man eben hier jetzt hergehen kann, weil ich habe zum Beispiel nicht vor, auf die neuen Bases umzusteigen. Also ich glaube, jetzt sind es überall 25er Bases, bei den Infanterieeinheiten alle Bases sind größer geworden. Das habe ich nicht vor. Was ich aber gesehen habe, es gibt eben so Trays, wo man eben dann das Ganze umstöpseln kann, quasi, eben dort gibt man ganz normal die Figuren rein auf den 20 mm Bases im Falle der Gruftkönige und hat dann aber trotzdem einen großen Footprint, der dann eben genau passt für das, was die Größe des Regiments dann bei The Old World wäre, wenn das Ganze auf 25x25er Basis stehen würde. Und da das Ganze dann ja auch Einzelfiguren sind, habe ich mir gedacht, das könnte man ja mal sich anschauen, wie hier die Größe des Footprints ausschaut, ob man das Ganze nicht vielleicht irgendwie kombinieren kann mit Kings of War, dass man hier auch gleich für Empire of Dust eine Armee zusammenbaut. Das wäre so mein Gedanke in diese Richtung. Und daher geht es dann ein bisschen eben in diesem Bereich, sowohl vom letzten Video das Thema Hoher Norden als auch Wüste quasi miteinander zu kombinieren und auch ein bisschen unter Anführungszeichen Kings of War lastiger im kommenden Jahr zu werden, mit Verbindung eben einem Armeeprojekt dann auch zusätzlich quasi für The Old World, was mich persönlich eben sehr reizen würde, mir das Ganze einfach anzuschauen und wenn es eben nur ein Armeeprojekt ist, denn ich weiß jetzt auch nicht sonderlich viele Leute, die es aktuell spielen, könnte sich dann auch wieder alles verlaufen im Zuge dessen, aber vielleicht schaffe ich es ja, das Ganze als Armeeprojekt umzusetzen. Das heißt jetzt aber nicht, dass die anderen Projekte wie Team Yankee oder Flames of War komplett auf Eis liegen, denn sowohl bei Kings of War, wie gesagt, Northern Alliance ist mal geplant für das Turnier, die 2000 Punkte sind quasi fertig, sollte nicht mehr so viel Arbeit sein und auch bei der Thematik Gruftkönige bzw. Empire of Dust wird so sein, dass ich hier auf ein bisschen weniger Figuren setze, vor allem habe ich hier auch recht vieles schon gebaut, einiges bemalt, manches muss quasi restauriert werden, also da ist jetzt auch nicht die Welt zu machen und daher auch dort in diese Wüste-Richtung vielleicht auch, dass ich zusätzlich dann trotzdem mich mit Team Yankee und oder Flames of War in diesem Zusammenhang auch noch beschäftigen werde und selbst auch gern beschäftigen möchte. Wird sich aber alles zeigen und werden wir dann im kommenden Jahr 2025 sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich hoffe einfach, ihr habt Spaß dabei und begleitet mich auf der Projektreise.